Ja, moin und willkommen bei Planeo. Ich bin der André. Heute geht es gar nicht mal um Boden- oder Wandbelege. Wir wollen euch unsere Türgriffe vorstellen. Wir sind hier in einem Wohnhaus, wo eigentlich schon relativ neue Türgriffe dran sind. Aber wie man vielleicht so ein bisschen sehen kann, das funktioniert alles nicht mehr so richtig. Also selbst wenn ich die Tür versuche aufzumachen, ich muss den Griff so weit runter machen, dass der überhaupt nur so ein bisschen reagiert. Und selbst wenn, ich komme nicht weiter. Also wenn man sich hier mal aussperrt, man kriegt die Tür gar nicht mehr auf. Deswegen bauen wir die alten Griffe heute ab und dann bauen wir unsere neuen Türgriffe ran. Auch mit diesem Smart Lock, wo man nur so einen kleinen Knöppel drückt und dann ist die Tür abgeschlossen, ohne dass man diese Schließrosette hat. Hat man ja hier auch, sieht man ganz gut, dass es hier nicht mehr diese Schließrosette gibt, wo der Schlüssel drin steckt. Braucht man bei dem System nicht mehr. Wenn ihr bei uns dann mal Türen bestellt und ihr wollt das auch haben mit diesem Smart Lock, denkt da so ein bisschen dran. Standardmäßig wird ja diese Schlüssellochbohrung immer noch gemacht. Gebt uns Bescheid und sagt, hey, ich möchte Türgriffe mit Smart Lock haben. Da bitte hier diese Schlüssellochbohrung weglassen. Ne? Nicht, dass ihr da nachher Schlüssel reinsteckt, obwohl ihr ihn gar nicht mehr benutzt. Das wäre blöd. Ja, wir machen uns erstmal daran, den Griff jetzt abzubauen. Ja, wenn ihr bei uns die Griffe bestellt, dann kommt das hier so schön eingepackt alles an. Hier jetzt wieder in schwarz. Gibt es auch nochmal in Edelstahl, meine ich. Hier haben wir diesen Schließmechanismus, den man darüber drücken kann. Und die beiden Rosetten. Hier dann die Madenschrauben, um den Griff selber festzumachen, dass ich ihn hier nicht mehr rausziehen kann. Und hier dann nachher noch der Notstopp quasi, eine Einstellung. Erstmal das Wichtigste für euch natürlich. Wie funktioniert das alles? Hier ist alles genau aufgezeichnet. Mit Schablone, mit Bohrschablone. Das ist jetzt bei uns nicht, weil bei uns die Löcher ja schon sind. Wir nehmen die alten Griffe weg und bauen die neuen ran. Das heißt, wir brauchen nicht bohren. Aber hier ist das alles sehr gut aufgezeichnet. Was habt ihr für eine Tür? Diese schmalen WC-Türen, die so ein bisschen schmaler sind oder normale Türen und ne, hier die ganzen Zeichnungen und so. Da kommt ihr schon mit klar. Hier ist dann auch Schritt für Schritt genau aufgezeichnet. Wie müsst ihr da vorgehen? Alles schön nummeriert. Von daher fast idiotensicher eigentlich. Gar kein Problem. Noch so ein kleines Kästchen, einmal mit diesen beiden Halterungen, die man anschraubt und sogar auch ein kleiner Imbusschlüssel, um dann nachher hier die Griffe hier zu lösen bzw. zu befestigen. Ja, das ist so das Set, was bei euch ankommt und dann geht's los. Ja, als erstes nehme ich erstmal den Griff ab. Die Madenschraube ist hier von der Seite, bei dem anderen ist es ja dann gleich von unten. Das heißt, man löst hier die Madenschraube und kann dann den Griff, alter Falter, normalerweise einfach abziehen. Der Ring kommt eigentlich immer hinterher drauf. Ist jetzt gar nicht so wichtig. Aber ich nehme ihn trotzdem mal weg. Dann schrauben wir halt erst die eine Seite lose. Das heißt, das schrauben wir beides ab. Und dann kann man die andere Seite halt auch mit rausziehen. Ne? Wie gesagt, müsst ihr bei euch mal schauen. Manchmal kann man auch von beiden Seiten irgendwie was abdrehen und dann beide Griffe rausziehen. Also ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber hier war es jetzt so, dass halt die eine Seite das komplett alles festgehalten hat. Ne? Ja, auch wenn wir es hier jetzt eigentlich nicht brauchen, trotzdem wollte ich euch ganz kurz noch mal eben mit reinnehmen, wie ihr normalerweise bei euch vorgehen würdet. Bei euch sind normalerweise keine Bohrungen da. Schauen wir mal. Aha. Der stöpselt hier einmal den Griff rein und hält dann hier die Schablone an. Ne? Griff rein, kommt da raus. Den roten lassen wir wie gesagt weg. Hier haben wir den Dorn. Das würden wir hier draufstecken. Zack. Dann richtet man sich das schön gerade aus, dass das jetzt hier nicht so schräg ist. Es ist klar, denke ich. Schön in Waage. Kann man sich natürlich auch hier so Anhaltspunkte nehmen, dass man vielleicht hier die 5, genau, da unten auch mit der 5, dass diese Kante zum Beispiel hier was ist. Ihr braucht nur da für die beiden Schrauben gleich das Loch. Das hier unten ist wirklich nur, wenn ihr auch die Schlüsselrosette habt, diesen Schließmechanismus, dann müsst ihr halt so ein bisschen schauen. Ja, nächster Schritt, ihr habt jetzt gebohrt. Jetzt bringen wir diese Kunststoffringe an. Hier ganz wichtig, steht aber auch in der Beschreibung alles drin. Dieser kleine Kunststoffnupsi, den ihr hier habt, der muss auf jeden Fall nach unten zeigen. Achtet da ein bisschen drauf, nicht, dass der zufällig nach oben guckt. Das habt ihr ja wunderbar gebohrt. Das ist beides drin. Wir achten nochmal drauf. Der Nupsi ist jetzt hier unten auf beiden Seiten. Einmal ist hier diese Kappe von der Schraube. Andere Seite kommt dann hier, wo es frei ist, die lange Schraube rein. Die greift dann drüben. Könnt ihr mit dem Schraubenzieher ganz normal festmachen. So, die andere Seite auch. Ihr könnt es natürlich auch so wie ich mit einem überdimensionalen Akkuschrauber machen. Geht auch. Achtet aber trotzdem ein bisschen drauf, dass ihr da gefühlvoll mit umgeht. Nicht einfach festballern und auf einmal drückt hier vielleicht irgendwas eure Tür kaputt. Ne? Weil man sieht ja hier so ein bisschen,
Hier ist es halt jetzt auch so eine MDF-Platte mit ein bisschen Röhrenspan. Und wenn ihr das zu fest ballert, dann kann das halt auch hier reindrücken und euch das kaputt machen. Klare Empfehlung von mir, eigentlich immer von Hand einfach. Das ist nicht schwer und ihr habt das schön im Gefühl im Schraubenzieher, wie fest ihr gerade dreht. Das merkt man bei einem Akku meistens nicht. Nachdem ihr jetzt die beiden Ringe hier schon mal mit den langen Schrauben festgemacht habt, sind hier noch immer 3 Löcher. Da sollen wir dann halt diese kleinen Schrauben noch reindrehen. Das heißt, das machen wir noch mal eben. Ihr braucht da nicht vorbohren. Mit ein bisschen Druck gehen die da wunderbar rein. Zack. Seht ihr diese Dornen, diese 3 Stück? Die greifen entweder hier oben rein, da und da. Aber der untere Dorn hier, der soll halt da reingreifen, da wo die Schraube ist. Auf der einen Seite geht es auch tatsächlich, aber auf der anderen Seite ist die Schraube im Weg. Entweder habe ich die Anleitung nicht richtig gelesen oder da stimmt irgendwas nicht. Auf jeden Fall, wenn ich die Schraube rausnehme, kann ich es einfach raufdrücken. Entweder bin ich zu blöd, will ich gar nicht abstreiten, kann auch gut sein. Aber ich habe nicht richtig geguckt. Guckt euch das genau in der Anleitung an und dann, ich werde es gleich nochmal nachlesen, aber dann geht es auf jeden Fall. Jetzt werden die beiden Griffe drauf gedrückt und hier dieser Stift, der muss halt rausgucken. Das machen wir jetzt erstmal als nächstes. Wichtig ist auch, drückt den noch nicht zu weit rein. Er soll noch, also absichtlich soll der noch rausgucken, ne? Weil der wird gleich jetzt eingestellt. Falls der mal bei euch ganz raus ist, hier ist das so ein bisschen, wird so ein bisschen dicker und dann ist das hier hinten wieder verjüngt. Das heißt, diese lange Seite, sage ich jetzt mal, lange dünne Seite, wird hier reingesteckt und so, dass er hier hinten auch rausguckt. Können wir den zack installieren. So, dann kommt der rauf. Jetzt sitzen die Griffe eigentlich schon fest. Dann schließen wir hier noch nicht ab. Dann machen wir mal fest. Auch wenn es so schön einklackt, trotzdem hier die Madenschraube dann reindrehen. Passt ein bisschen auf, dass ihr beim hier drehen hier nicht hier eure Tür kaputt macht. Ne? Dann nehmt ihr sonst lieber die kurze Seite. So, der ist fest. Jetzt sollen wir einmal abschließen. Das Abschließen machen wir dann hier oben. So wird es dann auch in Zukunft immer funktionieren, dass man hier diesen Hebel reindrückt. Dann zeigt er hier auch rot an. Dann geht ihr dabei und drückt diesen hier rein, dass der quasi auf plus minus 0 steht. Dass er wirklich jetzt schön bündig ist. Und wenn ihr das habt, dann wird diese zweite Madenschraube wird dann von hier unten dann quasi verriegelt. Ihr könnt auch hier noch ein bisschen mit halten, dass er euch beim Festschrauben nicht mit rausrutscht. So, jetzt ist er fest. Das war es dann letztendlich auch schon. Hier auch diese Seite geht jetzt. Man sieht ja auch, dass an dem Schließer, dass es wunderbar funktioniert. Dann schließt man ab. Das heißt, ich drücke rüber und ich kann sowohl von innen als auch von außen nicht mehr runterdrücken. Ist einfach blockiert. Das heißt, zack, jetzt ist wieder auf und so ist wieder zugeschlossen. Wenn es denn mal dazu kommen sollte, dass sich euer Kind einschließt oder was, wer auch immer, dann hat das Ding auch eine Notentriegelung. Das heißt, hier dieser kleine rote Pinöbel, ob das jetzt mit dem Kugelschreiber ist, ich mache es hier mit dem Bit, den einfach ein bisschen reindrücken und dann ist das wieder entriegelt und ich kann wieder die Tür auf und zu machen. Lass mich rein! Dankeschön. Das war's. Ciao. Ja, nochmal eben ganz kurz als Erklärung für euch. Die Griffe, die waren ja ziemlich neu hier dran, ne? Aber was war da das Problem? Erstmal hat der Kunde schon berichtet, beim Einbau war es sehr problematisch, denn wenn man diese Funktion bei den alten Griffen aus Versehen ausgelöst hat, obwohl man den Griff noch nicht fertig hatte, ist da irgendwo eine Feder rausgesprungen oder der Mechanismus halt komplett irgendwie auseinandergefallen. Was natürlich schon irgendwo ein bisschen schwierig ist, weil gerade beim Einbau oder auch Männer testen halt gerne einfach erst einmal aus, bevor sie was machen. Da ist es natürlich dann fatal, ne? Wenn da auf einmal eine Feder wegspringt oder ich das Ding wieder zusammenbauen muss, ist blöd. Hier ist das der Mechanismus und obwohl ich das jetzt hier nicht zusammengebaut habe, kann ich den auf und zu machen, so oft ich will. Hier fliegt nichts auseinander, hier ist keine Feder, die da irgendwo rausspringt. Also von daher ziemlich sicher. Anderes Problem war auch, dass
die Tür beim ganz normalen Zuziehen auf einmal abgeschlossen war und man kam nicht mehr rein. Also dieser Mechanismus, den man unten hatte, um das einzustellen, ob dieses Smart Lock gerade aktiv oder deaktiv sein soll. Das hat sich irgendwie aktiviert und es war abgeschlossen, aber man konnte es nicht einfach wieder deaktivieren. Da war irgendwas, weiß nicht, im Inneren wahrscheinlich irgendwie kaputt oder falsch verknotet. Zu smart. Ja, einfach ein bisschen zu smart. Vielleicht hätte man erstmal mit einem USB-Gerät rangehen müssen oder mit NFC-Handy das wieder entschließen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das alles nicht ganz so einfach. Und auch die Funktion von dem Abschließen, wo man diesen Knopf reingedrückt hat, das war auch schon schwierig, weil manchmal funktionierte es und manchmal funktionierte es nicht. Eigentlich sollte es ja beim Reindrücken einrasten und dann soll das funktionieren, aber man hat gedrückt und der Pinöbel kam immer wieder raus. Also es ist nicht eingerastet. Das waren halt immer so haufenweise Sachen, Kleinigkeiten irgendwie, aber doch ja, ziemlich störend, weil es muss einfach funktionieren. Und deswegen hat man sich dann am Ende entschieden, hey, wir holen uns ein paar vernünftige Griffe. Wenn ihr die Griffe euch einfach mal angucken wollt, guckt bei uns im Shop. Findet ihr da auch unter Türgriff. Ich weiß leider jetzt gerade den Artikelnamen nicht. Kann sein, ja, Easy Lock. Aber wenn ihr oben in die Suche Türgriff eingebt, dann wird das mit Sicherheit kommen. Dann findet ihr die Dinger. Guckt euch die mal an. Ist auf jeden Fall ein cooles System. Und auch ziemlich idiotensicher. Also selbst ich habe das einfach auseinandergebaut gekriegt. Den neuen wieder draufstecken, festschrauben, fertig. Also das ist wirklich nicht schwer. Von mir aus war es das eigentlich jetzt schon. Wir werden hier vielleicht noch den einen oder anderen Türgriff eben auswechseln, damit wir den Hausherrn hier ein bisschen entlasten. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.